Aus Zürich zugeschaltet ist der Militärökonom Markus Keup. Schönen guten Abend, Herr Keup. Hallo. Hallo, guten Abend nach Berlin. Also Herr Zelensky bittet hier in Berlin wieder mal um Waffen und natürlich auch um Geld, um diesen Krieg gegen Russland gewinnen zu können. Sie haben jetzt vor ein paar Wochen sinngemäß gesagt, Putin habe diesen Krieg bereits strategisch verloren. Wie sind Sie darauf gekommen und sehen Sie das heute auch noch so? Naja, dahinter steckt ein einfaches Kalkül. Putin führt im Moment diesen Krieg aus den sowjetischen Reserven. Das heißt also, die Abnutzungsrate, die die Russen im Moment erleiden an der Front, ist sehr viel größer als das, was sie selber produzieren, also neu produzieren können. Die Differenz kommt derzeit aus den ex-sowjetischen Lagern. Und das heißt natürlich, dass diese Lager sich zunehmend leeren. Das heißt also, Putin spekuliert, wenn Sie so wollen, auf Zeit. Und wir sehen hier einige westliche Akteure, also einfach das Kalkül ist, dass dem Westen sozusagen die Luft ausgeht, die Unterstützungswilligkeit und dass ihm der Sieg damit quasi geschenkt wird, den er militärisch, wenn es so weitergeht, nicht erreichen kann. Da steckt aber natürlich eine wichtige Annahme dahinter, nämlich eben, dass die Waffen- und zivile Hilfe des Westens weitergeht. Die Ukraine braucht Geld und eben nicht nur jetzt, auch für den Wiederaufbau später. Doch wie riskant ist denn eine solche Investition für die Geldgeber? In der Ukraine wird ja immerhin noch weiter gekämpft. Ja, also zunächst mal muss man sagen, die Konferenz in Berlin ist ja keine Geberkonferenz. Also sprich, da wird jetzt nicht irgendwie ein großer Topf mit Bargeld rübergeschoben, sondern es geht da eigentlich darum, den privaten Sektor zu vernetzen mit der Ukraine. Das heißt also, man sagt, der Wiederaufbau, der wird jetzt nicht dadurch gemacht, dass man irgendwie Hunderte von Milliarden per staatlichen Förderprogramm rüberpumpt, sondern vor allem soll das durch private Investitionen, durch Vernetzung von Firmen, durch Ausbildung von Fachkräften, durch Unternehmensförderung und so weiter geschehen. Also das Joint Venture mit Ukroboronprom, also diese Panzerreparaturfabrik, die Sie gerade gezeigt haben, das ist ein Projekt davon. Aber wir müssen uns auch im Klaren sein, durch den russischen Angriffskrieg, Klammer auf, Kriegsverbrechen, Klammer zu, also die Angriffe auf die zivilen Infrastrukturen, die Energieinfrastrukturen, haben die Ukrainer einen Schaden bisher von etwa 50 Milliarden Euro. Und stellt sich natürlich die Frage, wer soll das alles reparieren? Und das geht natürlich nicht ohne Investitionen und ohne technologische Kooperation. Aber nochmal, wie kann man tatsächlich ausländische Firmen dazu bewegen, tatsächlich diese Investitionen zu machen, obwohl sie ja damit doch ein ziemlich großes Risiko eingehen? Lohnt sich das denn ökonomisch langfristig, wenn man mal davon ausgeht? Naja, es ist ja nicht so, dass man die Firmen jetzt quasi neu in die Ukraine holen müsste. Also wir müssen uns ja im Klaren sein, dass viele Firmen unverändert in der Ukraine sind und dort auch produzieren. Also es befinden sich allein über 100 westliche Firmen dort, die in der Maschinenbau- und Autoindustrie tätig sind. Also sprich die Zulieferbetriebe oder die lokale Komponentenfertigung in der Ukraine haben. Also Sie dürfen sich das jetzt nicht vorstellen, dass die Ukraine quasi komplett leer ist von westlichen Investitionen. Also so einfach ist es dann auch nicht, sondern es geht vielmehr darum, dass man sagt, schau, es ist relativ unwahrscheinlich, dass Russland sich mit seinen Kriegszielen durchsetzen kann. Das heißt also der Unterwerfung der Ukraine, ihre Vernichtung als Staat und Nation, sondern dass die Ukraine erhalten bleibt. Und das ist eigentlich der Punkt, den man an die Wirtschaft signalisieren sollte. Und was die Luftverteidigung angeht, die ist in der westlichen Ukraine relativ gut und auch in den großen Städten. Aber das Problem ist, wie Zelensky richtig sagt, die Ukraine hat halt zu wenig Luftverteidigung, um gleichzeitig die Städte zu schützen und die Front. Und das ist an der Front das größte Problem, eben die fehlende Luftüberlegenheit dort. Und ich denke, wenn man der Wirtschaft glaubwürdig signalisieren kann, die Luftverteidigung wird massiv verstärkt, dann sinkt damit natürlich auch das Beschuss und damit das Investitionsrisiko. Was glauben Sie denn, wie lange die Ukraine da noch durchhalten muss, bis der russischen Seite vielmehr die Luft ausgeht? Ja, das hängt halt davon ab, wie schnell die russischen Lager sich leeren. Und das ist ein bisschen spekulativ, weil man nicht genau weiß, erstens, wie viel Material, das in den Lagern steht, ist wirklich noch einsatzfähig. Also Sie sehen zwar auf den Satellitenfotos, dass da Systeme stehen, aber Sie wissen nicht, in welchem technischen Erhaltungszustand sind die. Und das Zweite ist natürlich, wie lange hält Putin seine Annahme aufrecht, dass er den Westen irgendwie spalten kann oder die Unterstützungsbereitschaft vermindern kann. Ich denke, das wird er sicher noch einige Monate lang tun. Also ich denke schon, dass der Krieg sich noch bis in 2025 hinziehen wird.
Aber irgendwann kommt halt dieser Moment der Wahrheit, wo er sich dann sagen muss, okay, also entweder leere ich meine Lager jetzt komplett, aber was hat er dann noch? Also sprich, was hält dann Russland innerlich eigentlich noch zusammen? Oder er sieht halt irgendwann ein, dass seine Kriegsziele in dieser Form nicht mehr realisierbar sind. Aber ich denke, das ist heute ein bisschen zu spekulativ, das zu sagen. Das wird sich, glaube ich, erst in den nächsten Monaten klären. Allerdings muss man ja auch sagen, auch Russland macht ja gerade mit seiner Kriegswirtschaft momentan sehr, sehr viel Geld. Macht sehr viel Geld. Also ich würde sagen, das ist eher umgekehrt. Was wir in Russland beobachten, ist eine Art Kriegs-Keynesianismus. Das heißt also, Russland greift massiv zu Staatsausgaben, denkt übrigens auch schon laut über Zwangsarbeit nach, um eben die Kriegswirtschaft anzuwerfen. Das ist aber natürlich nicht kostenlos, sondern das wird im Prinzip finanziert durch verdeckte Inflation. Also wenn Sie so wollen, das funktioniert kurzfristig, führt aber langfristig natürlich dazu, dass Ressourcen von dem zivilen Sektor der Volkswirtschaft in den militärischen umverteilt werden. Also sprich, das können Sie schon machen, aber das führt natürlich zu massiven Wohlfahrtseinbußen für die gesamte Volkswirtschaft. Genauso das Kalkül, ja, dann kaufen Sie halt Munition aus dem Ausland. Na gut, da stellt sich aber die Frage, womit wollen Sie das noch bezahlen? Also noch hat er ungefähr 50 Milliarden im Nationalen Wohlfahrtsfonds, aber der stand zu Beginn des Krieges bei ungefähr 200 Milliarden. Also sprich, der leert sich ebenfalls mit großer Geschwindigkeit. Und irgendwann muss er halt dann einsteigen in die monetäre Staatsfinanzierung. Ich weiß, das ist eine Story, die im Moment viele glauben. Das Wall Street Journal hat Putin ja sogar schon als Gewinner des Jahres bezeichnet. Und da muss ich einfach sagen, wenn das keynesianische Strohfeuer dann verbrannt ist, ich glaube, dann wird man merken, wie es wirklich aussieht mit der Substanz in Russland. Sehr spannend, das Ganze mal aus der Sicht eines Ökonomen zu hören. Ihre Bewertungen, Dankeschön dafür. Markus Kolb. Gerne, schönen Abend noch.